Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Sexualität. Was hat denn nun die Sexualität mit dem Autismus zu tun, werden Sie vielleicht fragen. Und manchmal sagen auch Eltern zu mir: Frau Schirmer, bitte kommen Sie nicht auch noch mit diesem Thema, wir wollen doch keine schlafenden Hunde wecken. Ich bitte Sie, die Hunde schlafen nie, die Hunde bellen schon, manchmal hören wir es nur einfach nicht. Zunächst einmal, im Grunde beginnt die sexuelle Entwicklung am 12,5. Tag nach der Vereinigung von Ei- und Samenzelle. Da beginnt nämlich die Testosteronproduktion, also das männliche Sexualhormon wird produziert. Da ist das kleine Wesen noch nicht mal ein Gummibärchen, es ist noch ein Zellhaufen und da geht schon los mit den Sexualhormonen. Das heißt, Sexualität ist von Anfang an immer da. Die biologische Entwicklung, also das, was hormonell da passiert, das wird auch durch den Autismus gar nicht tangiert. Natürlich nicht. Aber Sexualität hat sehr viel zu tun mit sozialen Regeln. Und Sie wissen, Autismus ist eine soziale Sehbehinderung oder manchmal sogar eine soziale Blindheit. Und deshalb ist es mit dem Erspüren, mit dem Sehen dieser sozialen Regeln sehr schwer. Insofern wird die sexuelle Entwicklung eben doch durch den Autismus berührt. Nämlich alles, was soziale Aspekte sind, wird weniger gut gelernt, wird weniger gut erfahren, wird weniger gut gesehen und muss dann als kognitive Strategie, als Regel gelernt werden. Wir werden uns in den nächsten Filmen mit dem Thema Autismus, Sexualität und speziellen Teilbereichen davon auseinandersetzen, weil ich glaube, dass man in der Lebensbegleitung eines Kindes, Jugendlichen, Erwachsenen im Autismus-Spektrum eine Menge Unterstützung bieten kann, wenn man nur weiß, was und wie und wann. Der Grad der Unterstützung ist natürlich individuell sehr unterschiedlich, denn Sie wissen ja, nichts ist unmöglich, Autismus.